Hallo und herzlich willkommen. Seit Januar 2022 ist der Asus ROG Rapture GT-AXE 11000 Router zum UVP von 610 € im deutschen Handel angekommen. Dieser mächtige WLAN-Router funkt schon Wi-Fi 6E bis 4800 Megabit im leeren 6 GHz Band plus 4800 Megabit im radargeplagten 5 GHz Band plus 1200 Megabit im überfüllten 2,4 GHz Band, also WLAN in 3 Bändern gleichzeitig. In Summe also bis zu 10.800 Megabit brutto, daher der Name AXE 11000. Um es noch deutlicher zu sagen, im neuen 6 GHz Band hast du vorerst keine Nachbarn, die dir Bandbreite wegnehmen, keine Mikrowelle, die den 2,4 GHz Verkehr stört und auch keinen Wetter- oder Flugradar, der dich zeitweise aus dem mittleren 5 GHz Band herauskicken darf. In diesem leeren 6 GHz Frequenzband sind besonders schnelle und stabile WLAN-Verbindungen zu erwarten. Asus ist offenbar der erste WLAN-Hersteller, der einen solchen 6E-Router tatsächlich in Zentraleuropa liefern kann. Natürlich braucht ein derart schneller WLAN-Router auch schnelle Kabelanschlüsse. Der neue Asus-Funker hat immerhin 5x1000 plus 1x2500 Megabit Ethernet-Buchsen, die sich teils als LAN-Port, teils als WAN-Port und teils auch aggregiert nutzen lassen. Dazu kommen 2 USB 3.2 Buchsen, etwa für externe Festplatten. Im Gegensatz zu vielen Fritzboxen oder Telekom-WLAN-Routern hat das neue Asus Monster aber keine Telefonanschlüsse, nicht analog und auch nicht digital. Es sind auch keine Internetmodems verbaut, nicht für DSL, nicht für Kabelinternet, nicht für Glasfaser und auch nicht für 4G LTE oder gar 5G Mobilfunk. Das Internet muss man dem Asus-Router von einem externen Modem zuführen. Soweit der schnelle Überblick. Die Verpackung stellt natürlich 6E in den Vordergrund. Es ist ein echter Triband-Router, der in 3 unterschiedlichen Bändern funkt, 6G, 5G und 2G. Asus positioniert ihn als Gaming-Router in seiner ROG Rapture-Welt, in seiner Republic of Gamers. Warum? Gamer geben viel Geld für schnelle Hardware aus und Gamer brauchen sehr kurze Reaktionszeiten, wenn sie bestimmte Spiele gewinnen wollen. Allerdings wünschen sich auch andere Zielgruppen ein besonders schnelles, stabiles und störungsarmes WLAN. Wi-Fi 6E wird also nicht lange auf die Gamer begrenzt bleiben. Drehen wir die Packung im Uhrzeigersinn. Hier sehen wir noch einmal den Sitz der LAN-WAN-Buchsen. Hier die 2 USB 3.2 Ports. Der 6E-Router hat 8 Antennen, die sich drehen und kippen lassen. Abschrauben kann man sie, an meinem Exemplar aber nicht, vermutlich aus Gründen der Funkzulassung. Hier werden die WLAN-Gattungen aufgeführt. Da ist alles dabei, was jemals relevant war und in den nächsten Jahren relevant sein wird. Von Wi-Fi 1 alias 802.11b mit Marktstart Frühling 2000 bis zu Wi-Fi 6E, das jetzt gerade in die Läden kommt. Das WLAN-Monster ist 33 cm breit, 33 cm tief und 18 cm hoch, wenn alle 8 Antennen nach oben zeigen. Das Monster wiegt fast 1,8 Kilogramm. Zum Stromverbrauch fand ich allerdings keine Angaben, nicht auf der Packung und auch nicht im großen PDF-Handbuch. Die Rückseite erklärt, dass es im 5 GHz Band nur 2 Kanäle mit 160 MHz Kanalbandbreite gibt. Im 6 GHz Band soll es dagegen 7 Kanäle mit 160 MHz geben. Allerdings weist die Packung auch darauf hin, dass es je nach Gesetzeslage auch weniger als 7 superbreite Kanäle bei 6 GHz geben kann. Und genau diese Einschränkung trifft leider auch in der Europäischen Union zu. Auf dieser Seite steht unter anderem die Seriennummer und die MAC-Adresse. An der Oberseite der Packung schließlich ein Hinweis in 27 Sprachen. Dieser Triband-Router wurde für Online-Spieler optimiert und bietet eine Datenübertragungsrate von bis zu 11.000 Megabit. Da wird sogar der 2,5 Gigabit LAN-Port in einen Gaming-Port umgetauft. Und hier die Riesenspinne in ihrer vollen Pracht. Vorne die grauen Lüftungsschlitze, dahinter die schwarze Kühlplatte. Man stellt den Router so auf, dass diese Spitze nach vorne zeigt.
Rechts oben WLAN ein/aus, links oben WPS-Koppelung einleiten, darunter die Boost-Taste für ausgewählte Applikationen. Nächste Drehung im Uhrzeigersinn. Rechts außen sitzen die Statuslämpchen, unter anderem getrennt für 2,4 und 5 und 6 GHz. Die nächste Drehung lässt rechts außen schon den Einschalter erkennen. Es gibt einen echten Kippschalter, den man von vorne her sogar blind ertasten kann. Daneben ein echter Reset-Taster als Hardware-Ausführung. Sehr schön. Die nächste Drehung gibt den Blick auf 6 Ethernet-Buchsen frei. Mittig sitzt dieser Viererblock mit 4000 Megabit Buchsen. Rechts außen ein Zweierblock, links eine blaue 1000 Megabit WAN-Buchse. Da wird in der Regel das externe Modem als Internetzuspieler angeschlossen. Rechts daneben die 2,5 Gigabit Ethernet-LAN-Buchse. Die letzte Drehung offenbart 2 blaue USB 3.2 Buchsen. Da kann man USB-Festplatten, Speichersticks, SSD-Laufwerke, Drucker oder einen LTE-Stick als Internetzuspieler anschließen. An der Unterseite sieht man zahlreiche Lüftungsschlitze sowie 3 rutschhemmende Gummifüße. Das ist vermutlich wackelärmer als die sonst üblichen Vierfüße. Die Antennen sind zwar drehbar, aber nicht wechselbar. Die feste Verankerung hat zulassungstechnische Gründe. Außerdem ist der WLAN-Betrieb mit diesem Router nur innerhalb von Gebäuden zugelassen. Indoor Use Only steht da. Made in Taiwan. Ein letzter Blick noch auf den Lieferumfang. Von rechts kommend ein schwarzes LAN-Ethernet-Kabel, 2 Netzkabel und ganz vorne ein schwarzes Netzteil. 19,5 Volt und 3,33 Ampere, also 65 Watt. Das ist ungewöhnlich stark. Dazu ein gedruckter Quick-Start Guide. Den Rest des Papierkrams überspringen wir mal. Zum Abschluss noch ein kurzer Preischeck. Der UVP des Asus Wi-Fi 6E Routers liegt bei 610 €. Bei Amazon fand ich ihn für 788 €, Lieferung vermutlich aus dem Ausland, wo er zum Teil schon etwas früher auf den Markt kam. Bei Geizhals war er ab 519 € gelistet. Bei Idealo ab ca. 592 € inklusive Versandkosten. Das war jetzt mal das erste Video zum Asus Wi-Fi 6E WLAN Router ROG Rapture GT-AXE 11000. Was für ein Zungenbrecher. Ich plane ein paar weitere Videos zu diesem wichtigen Gerät. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, am besten meinen Kanal abonnieren und gleich die Glocke rein. Falls ihr schon jetzt Fragen oder Meinungen zu diesem 6E Router habt, freue ich mich über konstruktive Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal.